Durch die ständigen Updates, also die Berichte rund um Putins Krieg, haben wir das Gefühl, live dabei zu sein. Da hat schon so ein bisschen eine kleine Panik angefangen. Viele beobachten dieser Tage fassungslos das Geschehen in der Ukraine. Manche bekommen regelrecht Angst. Ja, dass es leider auch zu uns rüberkommt. Also, dass wir am Ende des Tages dann auch Krieg hier bei uns haben. Ich bin 32, komme aus Kassel. Man baut sich auch so langsam hier was auf, Haus kaufen in die Richtung vielleicht und weiß gar nicht, ob das alles dann so möglich ist. Weil wenn wirklich dann alles passiert, wo entwickelt sich das hin? Die Kriegsangst trifft uns in einer Zeit, in der die psychische Gesundheit vieler Menschen durch 2 Jahre Corona-Pandemie ohnehin geschwächt ist. Vor allem, da wir auch als, wie man so schön sagt, pandemiebetroffene Jugend jetzt auch noch einen Krieg vielleicht miterleben, macht uns halt schon sehr viel Angst. Ich bin 19 Jahre alt, gehe auf die Friedrich-List-Schule. Aber dadurch, dass wir das eher theoretisch in der Schule hatten, im Geschichtsunterricht und wussten, wie die ersten beiden Weltkriege abgelaufen sind, hat man halt schon so eine kleine Angst, dass es sich wiederholen könnte, jetzt auch hier, und man diesmal ein Teil davon ist. In Deutschland fürchten sich viele vor einem 3. Weltkrieg. Laut Forsa-Umfrage meinen 69%, dass die NATO in den Ukraine-Krieg hineingezogen werde. Also ich habe da schon ganz große Ängste und Bedenken. Ich bin 58 und so in 7, 8 Jahren möchte ich gerne mal in Rente gehen und wollte das dann auch genießen. Aber ich hätte auch nie gedacht, dass mich so eine Zeit einholt. Wir haben hinterm Haus einen zugeschütteten Bunker. Und tatsächlich hatte ich irgendwann mal nachts so überlegt und habe gedacht, vielleicht sollte man das wieder aufmachen, dass man da im Notfall einfach rein kann. Ne? Bombenangriffe, Leid, Zerstörung. Bei älteren Menschen kommen längst verdrängte Traumata aus der Vergangenheit wieder hoch. Das geht einem ja wirklich unter die Haut. Ich bin im November 92 geworden. Es ist halt auch so, dass ich als Junge noch den Zweiten Weltkrieg erlebt habe. Alle raus aus dem Zug, in die Gräben am Bahnhof und einer läuft in die Berge und da genau wird eine Bombe abgeworfen und er ist nicht mehr da. Also wenn man sowas direkt erlebt, dann weiß man auch, was Angst ist. Für junge Menschen ist Krieg etwas Abstraktes. Ich bin 19 Jahre alt, komme hier aus Kassel. Aber durch die geografische Nähe der Ukraine ist der Krieg plötzlich zu etwas Konkretem geworden, das auch in das junge Leben hineinreicht. Wenn jetzt schon über Atomwaffen diskutiert wird, ich meine, wir sind unweit von Frankfurt, vielleicht auch die Finanzmetropole hier in Europa, dann noch, wenn man über die Wolfhager Straße fährt, sieht man andauernd irgendwelche Panzer. Wir sind ja hier in der Rüstung, glaube ich, gut dabei in Kassel und in der Umgebung und ich glaube, das ist besorgniserregend. Die Angst ist bei uns angekommen. Was tun? Das ist die große Frage. Professor Arno Deister ist uns live zugeschaltet, Psychiater und Psychotherapeut von der Universität Kiel, der schon sehr viele Angstpatienten betreut hat in seinem Berufsleben. Guten Abend, Herr Deister. Ja, guten Abend. Viele haben jetzt Angst angesichts der Nachrichtenlage. Wir haben es gerade sehr explizit gehört. Ist das legitim oder reagieren wir Menschen da vielleicht auch gerade hier in Deutschland etwas über? Was sagen Sie als Therapeut dazu? Naja, Angst ist ein Gefühl, das wirklich ganz, ganz fest und tief in uns verankert ist. Wir haben ja alle Erfahrungen mit Situationen, die uns Angst machen. Und Krieg ist also ohne Frage einer der stärksten Auslöser von Angst. Auch der drohende Krieg. Jeder Mensch kann ja Angst haben und oft muss er auch Angst haben, um sich zu schützen. Aber besonders tritt sowas in Situationen auf, wo wir das Gefühl haben, die Kontrolle zu verlieren. Und das ist jetzt so eine Situation. Alles rebelliert in uns, wir wollen am liebsten weglaufen. Genau das ist jetzt die Situation. Zu was führt das im Körper? Also Angst ist ein sehr, sehr komplexes Gefühl. Wir empfinden auf der einen Seite intensiv Angst. Das ist natürlich von Mensch zu Mensch etwas unterschiedlich, aber es geschieht auch ganz, ganz viel in unserem Körper. Die Stresshormone sind auf allerhöchstem Niveau. Wir kriegen schnell einen Herzschlag. Wir tun eigentlich alles, um uns zu wehren. Das ist das, was passiert. Wir nehmen das manchmal nicht so wahr, aber wir nehmen das sehr stark als Anspannung, als Stress wahr. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass viele von uns durch die 2 Jahre Corona-Pandemie sehr, sehr ausgelaugt sind, schon unter starkem Stress stehen. Und das verstärkt natürlich diesen Effekt noch mehr. Was sind konkrete Tipps, wie umgehen mit dieser Situation und mit der Angst, die da vielleicht aufkommt? Also wir können eine ganze Menge
ganze Menge können wir tun. Zunächst mal müssen wir erstmal wissen, dass Angst was völlig Normales ist und dass wir damit nicht alleine sind. Wir haben ja manchmal so das Gefühl, alle anderen machen das mit links und die haben keine Angst, aber die anderen haben meistens auch Angst. Und das darüber reden, das Teilen von Angst, das ist schon ein ganz wichtiger Punkt. Zum Beispiel auch, wenn wir uns mit anderen solidarisieren, sei es jetzt in diesen wirklich wichtigen Demonstrationen, die stattfinden. Und wir müssen versuchen, unsere Ängste einzuordnen. Also uns auch klar zu machen, wo sind wir wirklich als Personen, wo sind wir wirklich direkt betroffen und wie kann ich mich schützen? Also auch klar machen, dass zum Beispiel ein Atomkrieg sehr unwahrscheinlich ist, anstatt sich übersteigert Angst zu machen, wenn ich das richtig verstehe. Allerdings haben wir ja gerade einen 92-Jährigen gehört, der hat den Zweiten Weltkrieg miterlebt, dramatische Situationen damals erlebt. In Deutschland leben auch junge Menschen, die Krieg schon erlebt haben, weil sie vor dem Krieg woanders geflohen sind. Was macht jetzt diese Nachrichtenlage mit denen? Also Angst hat ja immer ganz, ganz viel damit zu tun, welche Erfahrungen wir gemacht haben. Also entweder haben wir die Erfahrung selber gemacht oder wir sind ganz intensiv daran beteiligt worden. Wir haben darüber gehört. Und die Menschen, die jetzt doch ältere und alte Menschen sind, die haben ja teilweise wirklich diese Erfahrung selbst gemacht. Und sie haben jetzt in den letzten Jahren natürlich gelernt, in den letzten Jahrzehnten, dass diese Angst nicht mehr so aktuell ist, dass sie sich langsam davon versuchen können zu lösen. Und was jetzt passiert ist, dass sie plötzlich erkennen, diese ganze Angst ist wieder da. Alles, was damals da war, ist noch da. Und das ist immer noch das gleiche starke Gefühl wie damals. Und das ist schon etwas, was Menschen sehr, sehr belastet in diesen Situationen. Was ist an diese Klientel Ihr Rat? Also hier ganz klar, dass wir uns eben das klar machen. Dass diese Menschen, die das so erleben, wissen, dass sie nicht in der damaligen Situation sind, dass sie nicht so ungeschützt sind, wie sie vielleicht damals waren, sondern dass sie jetzt einer Teil einer Gesellschaft auch sind, die gelernt haben, sich dagegen zu wehren und die auch vielleicht die Erfahrung gemacht haben, dass es nicht gut ist, sich Angst machen zu lassen, die auch wissen, dass Angst manchmal wirklich auch instrumentalisiert von anderen verstärkt wird und sich dagegen zu wehren. Das, glaube ich, ist ganz wichtig. Sagt der Psychiater, schwieriges Wort, Arno Deister. Dankeschön für das Gespräch. Danke. Ich danke Ihnen.